Ich weiß, dass jeder von euch das schon mal gemacht hat. Wenn nicht mit Absicht, dann aus Versehen. Genau, der allseits beliebte Wheelie. Der Wheelie, für die, die es entgegen aller Erwartungen nicht kennen, ist der freiwillige Verlust der Traktion am Vorderrad und die Fähigkeit zu lenken. Das heißt, auf dem Hinterrad fahren. Das Ganze lässt sich allerdings mit ein wenig Übung als kontrolliertes Risiko bezeichnen und dann fährt man am sogenannten Kipppunkt. Ja, hätten wir das ja geklärt. Ist auch alles schön und gut mit Wheelies, aber war da nicht irgendwie was bei der LC4, dass das zu Motorschäden führt? Die Kurzfassung ist, ja, ist schädlich für die Motoren und ich zeige dir jetzt kurz warum. Des Rätsels Lösung liegt an zwei Positionen bzw. an zwei Punkten. Einmal unten im Motor, gucken wir uns gleich an, und unsere allseits beliebte Nockenwellenbadewanne. Das Ganze sieht nämlich im Zylinderkopf so aus. Hier sitzt eure Nockenwelle drin und die wandert hier unten immer wieder durch. Die Macht der Technologie macht es möglich, dass ich euch da reinzoome, um euch das hier zu verbildlichen. Hier hat die Nockenwelle ein Reservoir. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, wie ich das meine. Hier ist quasi eine Badewanne, wo die Nocken der Nockenwellen immer wieder durchlaufen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass wenn ihr jetzt auf einem Rad fahrt, dieses Reservoir leer läuft. Und bis zu dem Zeitpunkt, dass das wieder gefüllt ist, läuft diese Nockenwelle euch dann trocken. Also sie läuft nicht direkt trocken, aber sie wird trocken. Ich werde euch das eben einmal ganz kurz demonstrieren. Wir werden da jetzt nämlich eine Flüssigkeit reinfüllen, die wir dann, damit ihr seht, was ich meine und wo das Problem ist. Hier kommt auch schon das erste Problem zum Tragen, über das wir mal in einem anderen Video reden wollen. Aber hier geht es jetzt erstmal um den Wheelie wie angedroht. Wie ihr sehen könnt, bleibt dort wunderbar die Flüssigkeit stehen, wenn das Lager da vernünftig bündig dran ist. Und sobald ich hier die Nockenwelle drehe, taucht sie durch diese Flüssigkeit durch und holt sich immer wieder ihr Öl. Das Öl kommt von oben von der Zylinderkopfhaube. Eigentlich heißt das natürlich Zylinderkopfoberteil, aber ich nenne es immer Haube. Und hier oben, ich hoffe, ihr könnt das sehen, sind Löcher drin. Die Steuerkette zieht das Öl mit hoch, schleudert das hier oben gegen und hier läuft es dann von oben nach unten in das Reservoir unter anderem. Und hier wird dann durch Schleuderschmierung der Rest geschmiert. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, wie das Ganze hier vonstatten geht. Jetzt ist es aber so, jetzt fahrt ihr einen schönen Wheelie und das ganze schöne Öl läuft euch da weg. Und schon läuft die Nockenwelle trocken. Das hat zur Folge, dass die Nockenwelle nicht nur mit 20 Umdrehungen die Minute läuft, so wie hier jetzt gerade, sondern mit Hälfte der Motordrehzahl. Das haben wir in einem der letzten Videos gelernt. Das bedeutet, es dauert nicht lange, bis das Öl hier abgeschleudert ist, aber weniger Öl heißt immer mehr Verschleiß. Und das ist eines der Probleme. Eure Badewanne läuft hier oben leer. Ich hoffe, das war verständlich und die Bilder sprechen für vollen Körpereinsatz meinerseits. Kommen wir auch ohne Umwege zum zweiten Problem. Das liegt nämlich hier unten. Und zwar hier, wo dieses Sieb sitzen sollte, saugt der Motor an. Nämlich über unsere allseits beliebten und berühmten Ölpumpen. Und die Ölpumpen haben ein, wie soll ich sagen, Problem. Problem kann man es gar nicht nennen, da kann die Ölpumpe ja nichts für. Hier haben wir eine von diesen dubiosen Ölpumpen. Und ich kann euch auch ganz schnell demonstrieren, was ich meine. Wir füllen hier jetzt mal ein bisschen Öl rein. Und die Ölpumpe macht Folgendes. Durch die Verdrängung von den Außen- und Innenrotoren gegeneinander wird dieses Öl quasi wegverdrängt, dadurch dann vorwärts getrieben. Jetzt guckt euch das mal an. Ich kann hier weiter pumpen, wie ich will. Da passiert nichts. Und wenn ich hier jetzt Öl reinkippe, dann geht es auf einmal weiter. Das bedeutet, sobald der Punkt gekommen ist, dass euer Motor hier unten Luft zieht, weil ihr auf dem Hinterrad fahrt. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Das Öl ist hinten. Ab dem Moment, wo hier kein Öl mehr gesogen wird, was ein Momentchen dauert, ist es aber so, dass dann irgendwann eure Ölpumpen nicht weiter fördern können und dementsprechend dann Luft im System ist. Sobald ihr dann wieder auf zwei Rädern fahrt, sprich wieder regulär, wie der normale Mensch, kommt dort wieder Öl hin und das ganze Ding geht weiter. Jetzt kommt das Rahmenbrustrohr ins Spiel. Das Rahmenbrustrohr sieht folgendermaßen aus. Für die, die einen kleinen Ölkreislauf haben, betrifft das jetzt nicht. Da ist dann der kleine Ölkreislauf mal ein Vorteil. Für die, die den großen haben, haben halt den Nachteil, dass diese Luft dann dementsprechend durch das Ölsystem geht und von dem Moment, wo es angesogen wird, erstmal durch die Filter muss. Wenn ich mich nämlich jetzt nicht komplett verballert habe, ist nämlich Ölkreislauf, kleiner Ölfilter durch die Leitung, Rahmenbrustrohr oben rein, unten raus.
Und dementsprechend habt ihr dann da dieses Luftpolster. Dieses Luftpolster wird dort von alleine nicht verschwinden und wenn, dann nur sehr langsam. Und das ist das, was am Ende diese Probleme macht. Ich habe euch hier nochmal eben einmal ein Bild eingefügt über den Kreislauf, den Ölkreislauf, wie das vonstatten geht. Dann können wir alle zusammen nochmal gucken, ob ich mich hier verbummelt habe. Aber das müsste an und für sich so hinhauen, wenn, wie gesagt, ich mich nicht getäuscht habe. Das ist ja die Prämisse für etwas. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall ist das momentan Stand der Dinge, dass das Problem, dass hier unten einmal A Luft gesogen wird und B einmal oben unsere Nockenwellenbadewanne im Zylinderkopf dann trocken läuft. Weil bei 4000 Umdrehungen als Beispiel ist so ein Öl schnell weggeschleudert und das ist am Ende das, was dieses Problem hier macht. Ich habe euch hier noch ein Bild eingefügt von einem Kunden bzw. von einem Follower von mir von vor 2 Tagen. Das ist nämlich brandaktuell das Thema. Jo, das ist jetzt ja auch alles schön und gut, denkt ihr? Jetzt wissen wir, wo der Frosch die Locken hat, wo das Problem liegt. Aber was machen wir denn jetzt dagegen? Ja, was soll ich euch sagen? Ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht ich wäre. Denn ich habe mir dafür schon eine Lösung überlegt. Aber das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Tschüss!